Hallo, liebe Interessierte. Es ist an der Zeit, dass ich mal einen Überblick gebe über die verwendete Hardware, die Technik und die Programme, mit denen ich so meine Videos aufnehme. Einiges davon ist noch im Testverfahren, da muss ich noch dran arbeiten. Demnächst gibt es davon mehr zu sehen. Hier seht ihr die drei Objektive, mit denen ich arbeite, von Pentax. Das hat seine Ursprünge in den 90ern, wo ich mit der ganzen Geschichte mal angefangen habe. Die sind qualitativ leider nicht so hochwertig, aber im Moment das Beste, was ich habe. Es fängt an mit dem kleinsten Objektiv mit 50 mm Brennweite. Dann kommen wir zu dem nächstgrößeren, 135 mm und 200 mm Brennweite für ja, eher Mondbeobachtung. Am Schluss dann noch mein kleiner Refraktor von Skywatcher EvoGuide 50 ED mit 50 mm Durchmesser. Davon wird sicherlich demnächst noch mehr zu sehen geben. Um den Fokus einigermaßen gut hinzubekommen, bediene ich mich hier verschiedener Objektivdeckel mit 2 bzw. 4 Bohrungen. Wenn man die auf die Objektive setzt, dann werden Sterne doppelt abgebildet, solange sie unscharf sind oder vierfach. Und man fokussiert dann so lange im Dunkeln, bis man einen vollständigen Stern hat. Und dann kann man sicher sein, dass man sehr im Fokus ist. Das ist dann noch die Bahtinov-Maske, die das Fokussieren bei dem Refraktor erleichtert. Im einfachsten Falle montiere ich die CCD-Astro-Kamera von ASI ZWO 485 MC einfach auf ein kleines Stativ oder ein größeres Stativ, dann mit dem Objektivadapter für das Pentax K-Bajonett und oben dann entsprechend das Objektiv da drauf. Um das an eine astronomische Montierung zu montieren, habe ich hier den kleinen Adapterschlitten. Damit kann ich dann auch meine Astro-Montierung verwenden, die gleich zu sehen sein wird. Um gezielte Himmelsausschnitte anpeilen zu können und auch nachführen zu können oder automatisch Objekte anzufahren, habe ich hier die Montierung von AZ GTI, von Skywatcher ist die auch, mit dem Refraktor, der hier noch mit einem Bildflattener ausgestattet ist, die CCD-Kamera am Ende. Habt ihr ja schon gesehen. Das ist die entsprechende Montierung, eine sehr kleine, sparsame, batteriebetriebene, sehr cool. Verbunden ist die dann mit einem Raspberry Pi, hier über ein sogenanntes EcuMod-Kabel. Das würde auch als Wi-Fi-Hotspot gehen, aber ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ich bin jetzt am Experimentieren hier, kabelgebunden, die Steuerungssignale entsprechend, die dann hier aus dem Raspberry Pi kommen, dass die dann in die Montierung gehen und das alles soweit funktioniert. Stellarmate läuft hier drauf als Image, eine Astronomie-Fotografie-Software, die nachts vollautomatische Astrofotografie ermöglicht und betrieben wird das Ganze über ein Powerpack, also sehr, sehr mobil und flexibel. Ja, kommen wir zu der eigentlichen Sache, warum ihr hier auf dem Kanal seid. Es geht um die automatische Himmelsdurchmusterung nachts nach unbekannten Phänomenen. Und dazu hier meine beiden Spezialkameras von Dahua, eine 360 Grad Fisheye-Kamera links zu sehen und die PTZ-Kamera rechts. Das System, so wie ich es hier aufgebaut habe, hat leider nicht funktioniert, weil die beiden Kameras sich gegenseitig beeinflusst haben und das Bild dann total verwackelt war. So, hier kann man das dann besser sehen. Ich habe sie getrennt auf zwei verschiedenen Stativen. Im besten Falle sollten die Kameras eigentlich miteinander arbeiten. Das heißt, die eine gibt quasi die Bewegungssignale für die andere, so wie man das hier sehen kann. Das klappt aber auch noch nicht ganz. Da bin ich auch noch am Forschen, wie man das besser hinkriegen kann. Die Kameras sind von Dahua. Das hier ist eine 49225 PTZ-Kamera, also die ist zoomfähig
bis 25-fach. Viel mehr braucht man eigentlich auch nicht. Und die andere 360-Grad-Kamera, die ist statisch, ist ja klar, weil sie eben einen vollständigen Rundumblick ermöglicht. So, zum Schluss komme ich dann noch zu meinen Rechnern, die ich für dieses Hobby verwende. 3 Stück. Sie haben Zuwachs gekriegt. Der rechte ist der neueste, der linke, mit dem habe ich angefangen. Und es laufen unterschiedliche Arten von Software, zu denen ich aber in einem extra Video komme. Der erste PC ist ein Windows-PC, ein Intel NUC-PC mit i7-Prozessor, sehr leistungsstark, sehr klein und handlich. Und da drauf läuft dann die Software OTDAO von Ronald Olch. Ich verlinke oben die Seite, wenn ihr euch da ein bisschen schlau gucken wollt. Die Software ist gerade neu abgedatet worden und da gibt es dann auch ein extra Review dazu noch demnächst auf diesem Kanal. Dann kommen wir zu der Jetson-Familie. Hier ein Jetson Nano, sehr leistungsstarker Grafikkartenrechner von Nvidia, auf dem ich eine Software, naja, sagen wir die ersten Gehversuche mit einer Software gemacht habe von Alain Payou, ein Franzose, ein echt cleverer Typ und eine unglaublich geniale Software, über die ich auch demnächst noch zu berichten weiß. Die beiden Jetson-Rechner sind Linux-Rechner und das muss ich wirklich sagen, ich bin ein ausgesprochener Linux-Hasser. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 3 Wochen gebraucht, damit ich die Software von Alain, die heißt Jetson Sky, überhaupt zum Laufen gebracht habe auf diesem kleinen, dann doch sehr schwachen PC. Deswegen kommen wir gleich zu meinem Neuzuwachs. Das ist der Jetson Xavier AGX, also der ist deutlich leistungsstärker und auf dem läuft jetzt die Software Jetson Sky. Ich habe die ersten Versuche jetzt gemacht, aber ich muss noch ein bisschen forschen, damit ich hier auch qualitativ hochwertige Videos bieten kann. Aber ich kann jetzt schon versprechen, das Ding ist der Knaller und die Software auch. Ähm, Unglaublich, was die rausholt. Allerdings leider eben noch statisch, also keine Nachführung und Zoom gibt es hier natürlich auch nicht. Dennoch, ihr werdet staunen. Versprochen.